Hi guys, today I will show you this card I made, and that's just an image. I wanted to clean up my stamp and it was still so juicy that I really can use it for another project. It's a project I've done, or I showed you on the 26th of last month on May. And I used distress oxides here on that stems, and they are pretty juicy, and I put some water on top, and there was so much left on my stamp that it made a really fantastic second stamp, as you can see. So I use it now for a card, and it's on watercolor stamped. It was some scrap, yeah, it's big, but it was a scrap watercolor paper, and I use a watercolor marker here, that's a Tombow, in grey, because I wanted to have a background, but the trees, of course, are already so colorful that I think the best way was this grey background. And what I do, I put some lines down with the marker directly onto the paper, and then I use my water-filled brush to blend everything out. I really like this effect. It's a really nice watercolor effect, you can see that, and it will diffuse the lines, and the lines will stay a bit darker at the edges, so it's a really nice way to blend. And I will do that on the outside as well. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute hier diese Karte zeigen. Das ist eigentlich so ein Saubermachabdruck von dem Stempel. Ich habe das Projekt gezeigt letzte Woche, das war am 26. Mai, und habe Distress Oxides benutzt, und die sind ja so saftig, und weil ich dann auch noch Wasser drauf gesprüht habe, war dann dieser Saubermachabdruck letztendlich einfach zu perfekt, um den nicht zu benutzen. Und da natürlich die Bäume an sich schon sehr farbenfroh sind, habe ich gedacht, für den Hintergrund nehme ich ein ganz einfaches Grau, benutze meine Tombow hier, diese Aquarellmarker, und gehe direkt rein damit, mache die Linien zwischen den Bäumen, habt ihr gesehen, die Linien einfach gezogen, um das dann zu verblenden. Einfach auch, um die Kanten ein bisschen dunkler zu haben, einfach halt, um so eine Schattierung auch zu bekommen. So, unten wollte ich jetzt erst nur so ein bisschen grau, aber dann habe ich gedacht, komm, das vermische ich jetzt auch mit den Farben noch, einfach um so ein einheitliches Hintergrundbild zu bekommen. Mache mir das hier noch ein bisschen kleiner, dass es auf eine Karte passt. Und dann gefiel mir noch nicht so recht, und habe dann noch angefangen, in den Lücken erst noch hier genau eine Umrandung zu machen mit einem ganz dünnen Inktstift, und dann fange ich noch an und gehe auch mit dem Aquarellmarker in einige von den Rillen oder den Zweigen und Punkten, und verblende das dann auch noch ein bisschen. Einfach, das sah mir irgendwie zu unfertig aus im Moment noch hier. You know, what I do here, I cut it to size. You could see that just for a card, and go around with my ink pen to define my little trees. And then I thought, oh, this white spaces in the trees, I could use a tiny bit of grey there as well, and just to blend it out and have some shading, and I think that makes it much nicer. It was something, let's say, I couldn't stop actually. Sometimes, you know it yourself, sometimes you can't stop, you have to go on, because it's just fun to make it. But I use the same method. I put it down with my aqua marker, with this watercolor markers from Tombow, and I blend it out with my water-filled brush here. Nothing else. So, and then I can put it down to a card. Not before, of course, I put some words on. I have this chit-chat stickers here, and I use, what do I use? Summertime. And the living is easy. Yeah, exactly what I use. And then I make the card. A bit of layering on a bit of dark, just to get a contrast. But I didn't want to have black, because I wanted to pick the grey up from the background, you know, and wanted to match it.
Ich habe dann den Sticker hier, den Wortsticker noch drauf gemacht, da gesehen, einfach Summertime and the Living is Easy. Und das ist von dieses Lied, ihr kennt das sicherlich alle. Und ich singe jetzt nicht nochmal, nein. Und nehme hier Grau zum Layern im Hintergrund einfach. Ich wollte kein Schwarz, weil ich einfach das Grau vom Hintergrund oder von diesem, ja, ja, Aquarell Hintergrund auch aufpicken wollte. Und ich denke mir, das funktioniert sehr gut in dem Fall. Und ja, klar, muss das jetzt noch zurechtschneiden und dann kommt es auf eine Karte. I just cut it to size here and it will go on craft card. That's what I really like to use, and that's it. The close-up will come soon, guys. So, das ist jetzt schon, das klebe ich drauf. Dann ist die auch schon fertig, da kommt nichts mehr dazu. Dann kommt auch schon das Close-up und das war's. So, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, but be careful, stay healthy, and don't forget to stay creative. Bye bye, ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst bitte einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und vergesst nie, bleibt kreativ. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.